Hi und herzlich willkommen. Ich möchte heute mit dir einmal sozusagen ein kleines Stand der Dinge Video machen und meinen Monatsrückblick. Heute ist der 31. und ich möchte mit dir die beiden Sachen in einem Video zusammenpassen. Meine Pläne für den Juni würde ich gerne für Dienstag planen. Oder plane ich jetzt für Dienstag, weil sonst wird das Video alles ein bisschen lang und ich muss ehrlich gestehen, ich bin mir selbst heute noch nicht so ganz schlüssig, welches Bild ich bei einem Event painte. Ich muss mal schauen. Aber da geht es nicht um das Event, Moment, wie heißt es? Das von der lieben Heike mit den Sommerfeeling und unter dem Meer, sondern um das Event von Farbenzauberwelt. Ja, da muss ich mir noch ein bisschen Gedanken machen mit dem Bild. Ich weiß da noch nicht, aber dazu dann in dem anderen Video mehr. Jetzt erstmal zum Stand der Dinge und was ich dem Monat Mai über alles gepaintet habe und ob ich meine selbstgesetzten Ziele erreicht habe. Ja, was waren meine Punkte für den Mai? Ich wollte mein schlaues Büchlein nehmen. Für Mai. Toffee Cat von Karat Art weiter painten. Das Kitting Up für das Tierkreiszeichen der Schlange. Die Avocado für Happy Spring Nature. Also das Event geht jetzt zu Ende. Und dafür, so für das nächste Event von Heike, suche ich kein Bild, als das bestimmst du ja, aber für das andere Event, wie gesagt, Diamonds und Gefühle, dafür suche ich noch ein Bildchen. Ja, dann habe ich noch hier hingeschrieben, It's in the Bond, fertigstellen vielleicht, da haben mir ja letzte Woche noch, ich glaube 3 Felder gefehlt. The Little Cupcake für Happy Strawberry Time, dem Event von Dani, von Auf ins Daniland und von Thor Feas Welt. Dann wollte ich 2 Felder von meinem Snow Dragon painten und vielleicht noch Kleinigkeiten, also ein Aufsteller oder Mini-Bilder. Ja, so viel dazu. Mal schauen, was man abhaken kann. Ich lasse mal den Stift dabei liegen, schlage aber das Buch jetzt zu, weil ich hier ja schon meine Sachen liegen habe, bis auf die Mini-Dazzles. Wo habe ich die? Da. Genau. Ja, ich habe sie. Da war ich gerade ein bisschen irritiert. Ja, hier, du siehst es schon, hier ist der rote Bügel dran. Und es ist das große Bild von Diamond Art Club, der Snow Dragon. Ich finde das Bild ja mega toll und ich freue mich auch, wenn da die Felder schön einfach sind. Ja, er ist umgekippt vor Begeisterung. Ja, ich hatte mir vorgenommen, 2 Felder zu painten. Und ich habe die Folien extra dran gelassen, damit man immer so ein bisschen sieht, was ich gepaintet habe. Und ich habe genau 2 Felder gepaintet. Ja. So, die machen wir mal ab. Ah, da sehe ich, da spiegelt sich gerade, hat sich ein Steinchen hochgedrückt. So. Da sind jetzt, gut,
waren 3 Steinchen, die sich hochgedrückt haben. Nicht schlimm. Die 2 Folien kommen weg. Und dann habe ich einmal die 2 Felderchen von Snow Dragon erfüllt. Kann ich abhaken. Gut. Da, ja, ich finde, lässt sich super painten. Ist ganz schön. Ich sehe aber gerade hier, muss ich wahrscheinlich mal ein bisschen drüber rollen. Da drücken sich die Steinchen hoch. Ja, ich finde jetzt, es liegt gut. Der Glanz ist mega. Auch der neue Schliff, wie gesagt, ist toll. Ja. Auch die Fairy Dust Steinchen, hier die weißen, die ich ja selber dazu setze, passen sehr gut. Da kann ich mich gar nicht beschweren. Das liegt einfach, liegt gut, liegt klasse. Ja, genau. Also 2 Felder von Snow Dragon ist erledigt. So, den muss ich mal gerade ein bisschen rüber tun. Sonst schaffe ich das hier nicht. Moment. Ich muss ihn mal an meinen Schrank hängen. So. Ja, dann siehst du es hier schon. Der Little Cupcake für das Event Happy Strawberry Time ist auch fertig. Hatte ich ja in meinem Stand der Dinge auch gezeigt. Also darf ich mir bei dem auch ein Häkchen setzen. Ich meine, der hat ja auch nicht viele Farben gehabt. Der Hintergrund ist AB-Steinchen, also Sondersteinchen, und hier dieses Cremeweiß auch. Und auch hier liegen die Steine wirklich gut. Hat Spaß gemacht. Ein süßes kleines Bildchen. Genau. Dann habe ich hier Toffee Cat liegen. Toffee ist auch fertig. Das war ja auch, das ging nachher hier unten wirklich ratzfatz. Hier oben die Steinchen, das ist der rosane Hintergrund, ist der neue Schliff. Ich finde, da sitzen die Steine noch mal ein Ticken besser als hier bei dem alten Schliff. Also ich finde, die neuen lassen sich super legen. Alles schön gerade. Die schieben sich auch schön gerade. Und hier bei dem alten Schliff, nennen wir es jetzt mal, ist es zwar auch super. Also ich finde, man kann nicht meckern. Aber da entstehen dann schon so ein paar kleinere Lücken beim Setzen bei mir, was ich halt hier bei dem Rosa jetzt wirklich so nicht habe. Da ist eine zum Beispiel, ja, aber halt nicht so viel. Ich glaube, hier ist noch was. Da sieht es so aus. Ja. Ja, aber Toffee Cat ist auch fertig. Toffee Cat habe ich ja im Mai angefangen und jetzt auch im Mai beendet, genauso wie den Cupcake dort im Mai angefangen und im Mai beendet. Dann die Avocado. Die ist auch fertig. Das war das Event, was über 2 Monate ging. Das Happy Spring Nature, wo wir uns selber eine Zahl ziehen durften. Und ja, sie ist geschafft.
Ja, auch hier, ich finde den Glanz von den Steinchen, obwohl das jetzt ein älteres Kit ist, trotzdem super schön. Hier war ja nur, ich glaube, 3 AB dabei. Ja, 3-mal der Sonderstein AB Aurora Borealis. Aber ich finde völlig ausreichend. Ja. Sehr, sehr schön, finde ich. Sind so ein paar Stellen, da habe ich nicht sauber gelegt, aber meine Güte, das passiert. Das ist ja auch, wie gesagt, dann in Feldern gepainted und hier war zum Beispiel dann ein Übergang vom Feld. Ja, ich kriege das dann irgendwie nicht mehr. Viele sagen ja, nimm dann einen Schieber, dann schiebst du es dir, aber ich kann das schieben, wie ich will, die rutschen immer wieder zurück. No. Also von daher, aber ja, es ist wie es ist. Ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Man muss ja nicht dahin gucken. So, fertig. Ja, der Rest vom Bild ist toll. Gut gelegt. So, ich bedecke jetzt auch die Stelle so. Das muss man ja nicht unbedingt. Ne? So, 3 Stück. So, also auch die Avocado ist erledigt. Yay! Ja, dann gucken wir mal weiter. Ich glaube, dass dich jetzt interessiert, ob In the Bond fertig ist. Ah, sehr, sehr schön. Moment, ich muss die Bilder kurz sortieren hier hinten. Ich hole die jetzt einfach mal die anderen und drehe sie mal kurz um. So, und das da kriege ich noch. Flupp. So. Moment, ich muss mich sortieren. Oh, je. Tada! Sie ist fertig. Es waren noch 4 Felder. 4 waren es auch noch. Und sie ist fertig. Also das hier unten, ich dachte ja eigentlich, weil das hier auch mit dem Armschmuck recht viel Konfetti ist, ja, und dem Fell dann hier so, dass das alles länger dauert. Aber das ist nachher so schön gewesen, dass das alles sozusagen in einem Rutsch, in einem Fluss war das gepainted. Ich habe an den 4 Feldern 2 Tage gepainted und dann war das Bildchen fertig. So schön. Und auch hier von dem Bildchen hier werde ich mir die Steinchen, und zwar alle wie sie sind, einmal aufheben. Die werde ich noch in mein System mit reinmachen. Ich sammle ja eigentlich nur noch die Sondersteine, aber nee, die Steine behalte ich auch, weil die sind wirklich, wirklich, wirklich super. Ich habe die hier in meinem System drin stehen. Die Sachen sind selbst gedruckt von mir. Die Druckvorlage habe ich gekauft. Und ja, da habe ich mir noch 2 weitere hier gedruckt. Da passt dann noch ein Bild unten drunter. Und du siehst, es sind wirklich, also es ist von allem noch was übrig. Ja. Von den Sondersteinchen, von den hier Fairy Dust Farben, von den anderen Farben. Ich könnte es ja mal umdrehen. Dann sieht man wenigstens, dass da noch überall was drin ist vielleicht. Ja, es ist wirklich überall noch was enthalten. Und deswegen, weil die Steinchen auch wirklich top waren von der Qualität her, behalte ich die. Die kommen einfach in mein Reststeinchenlager. Fertig.
Ja, das Bildchen ist ja von Diapop, dem Shop Diapop, Künstlerin Amaris. Das hatte ich angefangen am 1.3. Das da ist dieses Codewort für Fotokralle und Co. war das. Das Event ging 2 Monate, ist aber jetzt schon ein Monat, zu Ende sozusagen. Und ja, ich habe jetzt trotzdem einmal alles fertiggestellt. Hier sind noch die Steinchen, die komplett übrig waren, drin. Die Tütchen habe ich mir aufgehoben, weil da werde ich mir die Steine noch einmal rein sortieren. Dann habe ich gleich die DMC-Nummer mit drauf. Und dann wird das einmal wegsortiert. Ich habe mir das mit so von den früher diesen Loop-Bändern, den Gummi hier drumherum gemacht und dann ja, passt das, hebe ich mir die Sachen so dann auf. 70 Farben hat das Bild und wunderschöne Sondersteinchen, Fairy Dust, Metallic und AB und überall mit drin. Also mega, wirklich sehr, sehr schön. Ich freue mich jetzt schon auf das Bild, was ja nachgeliefert wird sozusagen, und zwar das Mystery von Ostern, Easter Bunny. Das möchte ich auf alle Fälle anfangen, sobald es da ist. Da kommt ja eine neue Lieferung und das möchte ich dann als nächstes von dem Shop unter anderem starten. Aber noch ist es nicht da. Ich habe auch noch keine E-Mail bekommen. Aber die Lieferzeiten, hat sie ja schon in der Ankündigungs-E-Mail mir geschrieben gehabt, dauern ein bisschen. Ja, wirklich mega schön. Ich kann nur schwärmen von dem Bild. Die Steinchen liegen alle perfekt. Du siehst es jetzt hier so überall immer mal ein Sondersteinchen, 2 Sondersteinchen, aber nie so eine, außer hier, so eine mega große Fläche, dass du nur Sondersteinchen paintest, sondern es ist wirklich immer so ein bisschen im Wechsel. Ich finde, es passt super gut in sein Fell. Ich finde sein Auge mega schön, genauso wie seine Schnauze. Ganz, ganz klasse. Sein Ohr mit dem Fell vorne dran. Ja. Auch die Haare von ihr. Ja, die Schulterpolsterung. Hier ihr Armschmuck. Mega, mega schön. Ja, ne? Schön. Sie ist auch fertig. Das hätte ich ja nicht gedacht, aber fertig. Ja. Dann die Mini-Bilder. Einen Aufsteller habe ich nicht gemacht, aber die Mini-Bilder von Diamond Art Club habe ich gepaintet. Die Mini Bezels, die ich hier hatte. Und zwar Wonder of Nature Part 2, glaube ich, ist das. Und ja, die hatte ich dann auch noch gepaintet. Ich glaube, der gehört so. Das ist ja auch, ja, ich weiß nicht, ob das so gehört oder ob das so gehört. Ich glaube so. Ja, obwohl die so klein sind, finde ich schon, dass die doch ganz gut rauskommen. Ja, das hier ist alles Fairy Dust oder AB. Und ja, auch das Set habe ich mal diesen Monat gepaintet. Mini-Bilder, Aufsteller, nö. Ich habe auch nur noch einen Aufsteller. Nee, oder? Doch, ich glaube schon. Weil Aufsteller, das ist nie so mein Fall. Besonders wenn ich es von beiden Seiten painten muss. Ja, aber ich glaube, einen habe ich. Ich müsste mal meine Kiste durchschauen.
Aber so Kleinigkeiten, Kiste, die ist bei mir nicht so groß, die ist nur so eine kleine. Ja, das ist noch nicht alles. Ich habe ja das Kitting Up gemacht von, jetzt fällt es gleich, dem Tierkreiszeichen der Schlange. Tada! Hatte ich dir auch im Stand der Dinge gezeigt. Da habe ich auch die ganzen Sondersteinchen so mit dazu gepackt, die ich bekommen habe. Und ich habe es dir nie gezeigt, diesen Monat. Ich habe gedacht, komm, irgendwas musst du ja noch haben für deinen Monatsrückblick, dass die Leute nicht sagen, oh, das habe ich ja schon gesehen. Ach, das habe ich auch schon gesehen. Ja, ich habe die erste Reihe gepainted. Yay! Mit Sondersteinchen ist die erste Reihe bei der Schlange gelegt. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel ist denn das? 10 cm, 15 cm? Also nicht die Welt, aber ich finde, ja, das ist schon in Ordnung. Ja, 13, knapp 13, ein bisschen weniger wie 13. Ja. Das Bildchen wollte ich ja, oder habe ich für Call of the Wild angefangen, dem Event. Ich glaube von Claudia. Und ja, wie gesagt, die erste Reihe ist fertig. Ich freue mich. Also wirklich schön. Auch mit den Sondersteinchen. Ich nehme mal gerade das Büchlein hier weg, dass das Licht von hier schön fallen kann. Ja. Was sagst du? Ich habe jetzt hier in den Blüten die Sondersteinchen reingemacht. Genauso wie hier unten so ein bisschen am Schlangenkörper. Und ganz zart und wenige hier in dem Muster, in den Symbolen. Jetzt habe ich es. Da hätte ich ja gerne noch diesen Gelbton hier gewechselt, aber den habe ich nirgends gefunden. Deswegen ist der jetzt so geblieben und nur so ein bisschen was in einem Sondersteinchen eingearbeitet worden. Ja. Ja. So. Das Weiße ist zum Beispiel dann Fairy Dust und dann hier so ein bisschen versprenkelt immer der AB. Ich wollte jetzt keine so großen Flächen komplett als AB machen, sondern immer nur so kleine Akzente setzen. Deswegen dachte ich erst so im Übergang an den Blütenblättern und hier am Blütenstempel dachte ich, sieht das ganz gut aus. Aber ich bin da kein Profi drin. Das ist wirklich nur ja, einmal probiert, einmal versucht und dann geguckt. Ja. Aber mir gefällt es eigentlich gut. Ich finde es schon schön. Ist ein bisschen aufwendiger, weil man ja die Farbe dann trotzdem nochmal wechselt und nochmal paintet. Aber ja, ich finde schon, es hat sich gelohnt. Was sagst du dazu? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare, damit ich lernen kann einfach. Ja, ich bin ja lernfähig ab und an und lernwillig. Und ich lerne auch gerne aus Erfahrung von anderen, deswegen als her damit. Ja, genau. Ja, das habe ich auch gepaintet.
angefangen zu painten. Ich weiß nicht, ob ich das in dem Event noch fertig kriege. Das geht, glaube ich, jetzt noch den nächsten Monat. Ja, mal gucken. Keine Ahnung. Ich glaube es nicht. Ja, vielleicht. Aber das sehen wir dann in dem Vorhaben für den nächsten Monat. Ja, und dann hatte ich ja noch bei Shakers vs. Bubble Tea ein Bildchen gestartet. Und da wurde es leider nur so, ja, da auf das Bild muss ich ein bisschen Lust haben, denn ich habe mich ein bisschen, ich selber ärgere mich da immer so ein bisschen, aber das liegt an mir, ja, denn hier ist alles ein Teil neue Steine, ein Teil alte Steine vom Schliff her, und es ist leider so, dass bei mir der lila Ton hier zum Beispiel, wenn ich den eng an eng, also wenn ich den so setze, wie ich die anderen Steinchen hier setze, dann habe ich noch ein halbes Kästchen übrig. Also dann ist noch von dem Symbol sozusagen die Hälfte übrig. Ich weiß nicht warum, manchmal ist das. Das liegt aber, wie gesagt, wahrscheinlich so ein bisschen an mir. Ich habe das jetzt so bei keinem anderen mitbekommen, der das mal gesagt hat, aber ja, irgendwas mache ich dann da ein bisschen verkehrt. Ja. So, es ist nicht schlimm, wenn man so ein bisschen Abstand dann zwischen rein macht. Ja, du siehst es da zum Beispiel. Ja, oh, nee, da. Ja, dann funktioniert das wieder. Also wenn ich Abstand rein mache zwischen die Steinchen, ist das gar kein Problem. Ja, aber das ist dann bei mir sozusagen im Paint-Vorgang ein bisschen schwieriger, und deswegen ist da jetzt erstmal noch nicht so viel passiert. Fertiglegen werde ich dieses Bild auf alle Fälle. Ja, das Event von Lila Lexi heißt sie, ist jetzt für das für den Bubble Tea sozusagen fertig. Sie startet aber nächsten Monat, also morgen, nochmal ein neues Event. Und ja, da werde ich dann mit meinem Anker zum Spaß dran teilnehmen, den ich ja mit dir zusammen sozusagen so ein bisschen vorbereitet habe. Da habe ich einfach mal gezeigt, wie man das machen kann mit der Folie, mit den Steinchen. Ja, aber das sind alles nur Möglichkeiten, das ist kein Muss. Jeder so, wie er das mag. Ja. Es ist zwar nur auch ein kleines Bild, aber ich dachte, auch da kann man das ruhig mal zeigen. Ja. Ja. Du siehst ja auch hier habe ich zum Beispiel mit Coverpaper gearbeitet. Hier habe ich Coverpaper drauf. Bei It's in the Bond habe ich mit Washi Tape und der dazugehörigen, also mit der Bildfolie gearbeitet. Also das ist bei mir immer super unterschiedlich. Ja, das eine Bild starte ich unten, das andere Bild starte ich oben. It's in the Bond habe ich oben gestartet, die zwei habe ich jetzt unten gestartet, die Avocado habe ich sozusagen kreuz und quer gepaintet. Also das ist sehr, 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 sehr unterschiedlich bei mir. Und deswegen sage ich dir, da gibt es kein richtig oder falsch. Painte so, wie du dich wohlfühlst, wie es dir gefällt, und finde da deinen Komfortweg einfach. Ja, dann würde ich sagen, haben wir hier soweit, ach nee, die Schlange, Kitting Up habe ich beendet. Fertig. Haben wir hier alles erfüllt. Ja, der Juni ist auch schon vorgeschrieben, aber das, wie gesagt, zeige ich dir in einem separaten Video. Ha.
So, jetzt kannst du mir gerne erzählen, was du alles gepaintet hast, wie deine Painting-Woche ausgesehen hat oder auch deine Hobbywoche. Es ist ja nicht nur aufs Painten beschränkt. Viele sticken ja auch oder stricken oder häkeln. Häkeln tue ich zum Beispiel ja auch. Und ja, da kannst du mir gerne mal schreiben und Bescheid geben. Und dann würde ich mich natürlich mega freuen, wenn du mir ein Däumchen nach oben gibst und natürlich ein Abo dalässt, falls du es noch nicht getan hast. Und dann beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. In diesem Sinne, bleib gesund, mach's gut. Tschüss!